Die 2023er Modelle sind gerade angerollt. Hier ist Janosch. Das ist ein Crawler made in Türkei. Ja, genau. Das ist der ultimative. Für die ganz hartgesottenen Offroad-Camper, würde ich mal sagen. Das ist ein Teil, damit kann man eine Expedition planen, durchführen. Und den haben wir jetzt letzte Woche bekommen. Der ist aber schon wieder verkauft, der geht nach Frankreich. Ein Franzose hat den gekauft. Ich habe ihm aber gesagt, ich liefere den erst in einem Monat, wenn der nächste anrollt, aus. Damit du was zeigen kannst. Damit ich was zeigen kann, weil der ist doch begehrter, wie man denkt. Preis jetzt 70 Kilo, oder? 79,99. 79,99 für einen Aluhaufen, werden jetzt viele wieder sagen. Genau. Die dann sagen, der ist ja noch nicht mal ordentlich isoliert. Das kennt man ja vom Crawler. Das ist ja bla 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 bla. Aber man muss sagen, das Ding ist für die Ewigkeit gebaut, oder? Genau. Und möchte man die Isolierung haben, einer, der im Zelt lebt, der braucht auch keine Isolierung. Ja, aber viele werden jetzt sagen, wenn ich jetzt in Skiurlaub fahre, wenn, aber das ist eine ganz spezielle Kundengruppe. Zum Beispiel, was machen die gerne? Die wollen was anderes. Die wollen was anderes, die wollen auch mal draußen sein, die wollen auch mal über Stock und Stein fahren. Luftfederung haben viele, hat dein Infinity auch, aber du hast hier eine Einzelradaufhängung. Das heißt, die Achse in der Mitte, die bleibt nicht hängen. Guck dir das mal an. Einzelradaufhängung, Luftfeder. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen schon mal noch nicht zur Technik, aber Der hat eine Luftfeder. du brauchst hier nicht zu filmen. Also das können wir gleich machen, wenn wir den noch einen Meter höher fahren. Wie einen Meter höher. Ja, nee, nicht einen Meter höher. Aber hier zur Heizung, das ist eine Truma-Heizung. Eine Diesel? Nein, das ist noch Gas. Truma Diesel liefern die noch nicht in die Türkei, warum auch immer. Ja, aber Gas ist doch gut. Passt doch, kriegst du überall. Ja, Gas kriegst du auch, aber unabhängiger wäre man natürlich mit einer dicken Dieselheizung. Aber der Vorteil ist, die Gasheizung ist noch zuverlässiger. Die ist super zuverlässig. Muss man sagen, also die Truma 4 oder 6 Gas geht quasi nicht kaputt. Und bei der Dieselheizung, die gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Wenn es nämlich Probleme gibt, gibt es immer Probleme mit der Spritqualität beim Diesel. Und das ist bei Gas auch möglich, aber nicht so oft. Nicht so wahrscheinlich. 2 Kompressoren, Luftdruckbehälter. Also wenn du Luft rauslassen möchtest im Sand, kannst du die Luft auch wieder in die Reifen reintun. So, das heißt, du kannst das auch nutzen für das Zugfahrzeug, oder? Um da jetzt mit dem Schlauch zum Beispiel Luftdruck zu regulieren. Ja, ich will auf jeden Fall dort was abzapfen, damit ich da einen Druckluftschlauch drauf habe, damit ich meine Gummistiefel sauber kriege. Druckluft brauchst du überall. Ich kenne das ja von meiner Hobbywerkstatt. Wenn ich da ein bisschen was mache, dann mache ich mich da um Druckluft ein wenig sauber oder trocken. Aber schade, dass er keinen Schwerlastauszug hat. Schwerlastauszug. Zeigen wir gerade mal. Das ist ja eine Gasflaschenhalterburg. Ja. Da kannst du, kannst du 12 Gasflaschen und reinstellen. Passagiere mitnehmen. Schau dir das mal an. In welchen Gaskasten der Welt passt man rein? Okay, ich bin jetzt nicht groß, aber... Ja, ich finde mal gerade, ich mach mal zu. Ja, mach mal zu, genau. So. Tschüss. So, wenn du mal hochdrückst. So, Janosch, da wäre ich wieder. der hat auch Beleuchtung. Der hat natürlich eine Beleuchtung, die müssen wir aber noch umbauen. So, der hat eine Do-Control mit drin. Die wird noch abgeklemmt, weil die hier in Europa ist die nicht zulässig. Also mit der Gasprüfung kommen wir da nicht durch, weil du siehst ja hier, hast einen Lichtschalter. Das muss alles... Der geht ja nach Frankreich. So, Frage stellen, was Knott ist drunter? Ja, genau. Das ist ein 2,6 Tonner. Also man redet ja hier schon über Tonnen. Im zulässiges Gesamtgewicht. In der Basis hat er ein Leergewicht von 1700 Kilo. Du hast also 900 Kilo Zuladung für deinen Spaß. Also man kann statt Menschen im Gaskasten auch was anderes mitnehmen. So mit der Ausstattung, die er jetzt hier genießt, hat er rund 2 Tonnen. Ich habe gerade nicht... 600 Kilo, das ist für einen Wohnanhänger. 600 Kilo Zuladung. Genau, ist für einen Wohnanhänger natürlich immer, ist schon mal was. Aber du siehst ja auch hier. Ein Schwerlastauszug. Warum denn? Ich hab eben noch gewitzelt, der hat keinen Schwerlastauszug. Das ist kein Schwerlast, das ist der Grill. Also ich Das ist der Grill. den Grill hier mal an, hol mal meine Zange raus, hol hier die Würstchen raus.
Gasgrill oder was? Man kann auch einen Gasgrill hier anschließen, weil da hast du einen Außengasanschluss. Also das ist jetzt ein Holzkohlegrill, also ganz klassisch. Da, warte mal, ich zeig mal gerade den. Da ist der Außengasanschluss mit drin. Ich mach mal meine Schnürsenkel in der Zeit zu. Ich lasse das mal gerade. Ja, jetzt ist so. Dann hast du hier vorne eine kleine Küche oder? Das ist eine kleine Außenküche. Ja, wenn du die mal gerade aufmachst, mach mal. Also das ist keine Küche. Ja, nur mal Das sind nur Schubladen. gucken, was da so reingeht. Ja, geht schon. Das Ganze ist komplett aus Alu, das Das ist Fahrzeug. komplett aus Alu. Es gibt auch Leute, die schmeißen diesen Schrank hier raus und tun hier eine richtige dicke Kühltruhe noch zusätzlich rein, damit die Würstchen direkt aus der Kühltruhe auf den Grill passen. So, Landstrom ist hier. Landstromanschluss hat der hier, genau. Außenbordsteckdose. Genau. Aber das Herz der Stromversorgung liegt natürlich hier. Es sind zwei 220 Ampere Batterien drin. Ich mache mal hier Licht an. Du hast hier den Druckbehälter, hier hast du Anzeige und kannst die Kompressoren hier anschmeißen. Wir wollten den ja gleich mal etwas höher fahren, damit das Einsteigen auch schwieriger wird. Oben. Das ist jetzt fürs Gelände, kannst du es anpassen. Genau, MPPT, Solarregler, Ja, Victron. Sicherungskasten, zweimal Victron-Batterien. Also alles schön sauber aufgeräumt. Den Außensteckdosenanschluss brauchst du eigentlich nur dafür, um den extern zu laden. Wenn du den in der Halle hast, hast du kein Licht. Und dann, damit die nicht Tiefen entladen sind. Warte, ich zeig mal gerade, wie er heißt. Der heißt nämlich Watu 535 und heißt Offroad Caravan, ist eine Länge von, die 7,40 Meter sind mit Deichsel. Ja. Sind mit Deichsel. Höhe ist 2,80 Meter, Breite 2 Meter nur. Das ist natürlich nur, habe ich doch Der gesagt. ist schmal. Also wenn man den passenden, artgerechten Zugwagen hat, also ein Land Rover Defender oder sowas, dann braucht man keine zusätzlichen Außenspiegel mehr. Oh, das ist genial. Das heißt, du kannst den auch ziehen mit einem Fiat Ducato oder mit einem Allrad Iveco Daily würde gehen. Das ist auch ein gutes Auto. Mit allen möglichen kann man den ziehen. Mit dem könnte man ihn ziehen. Ja, klar, kann man ziehen, ohne Probleme. Und die Breite passt ja auch. Kannst den hier ziehen, da kannst du die Kinder nach oben schicken und hier das Ding selbst bewohnen. Das ist also, kannst du machen. Jetzt mal eine Frage, Janosch. Gerne. Fahren denn Leute damit Offroad oder ist das einfach nur für viele, die sagen, ich fahre damit ganz normal auch mal Camping, will aber was ganz anderes haben wie alle anderen? Also es gibt Leute, die fahren damit zwangsläufig Offroad-Jäger. Ja. Jagdhütten unterliegen dem Brandschutz und dementsprechend sind Jagdhütten nicht mehr so begehrt und diese Fahrzeuge, die gehen halt, die werden halt als Jagdhütte verwendet und da musst du in den Wald rein. Okay. Und muss natürlich autark sein. Okay, das heißt, das hier könnte man als Dauerwohnsitz für einen Jäger oder sowas auch mal benutzen, das geht auch. Ja, als Dauerwohnsitz beziehungsweise natürlich. Während er auf der Jagd ist. Ja, so ist es ja auch gemeint. Also irgendwann ist ja mal Feierabend, irgendwann möchte man auch mal nach Hause und irgendwann möchte man mal auch wieder in der Zivilisation leben. So, du kannst das Dach besteigen, das geht? Natürlich, du hast hier eine Treppe, du kannst hochklettern, kannst die Solarzellen putzen und. Solar hat er auch. Natürlich brauchst du 325 Watt Solaranlage hat der. 325 Watt Und Solar. fahren wir den erstmal nach oben. Der war jetzt ganz unten? Nee, der war jetzt nicht ganz unten. Es geht ja weiter nach unten, aber du siehst ja, jetzt geht der richtig hoch. Ich muss, glaube ich, das Vorderrad ein bisschen. Krass. Ich glaube, er ist oben. Er geht von selbst aus? Ja, der geht aus. Sonst gehe ich lieber mal weg. So aus. Der geht ja nur dann an, wenn der Druck abfällt. Wir sind ja wie beim LKW. Wir haben einen Druck und du kannst den auch ausnivellieren. Ich kann den ja auch von rechts nach links. Ich kann den ja auch einfach nur jetzt so rüberholen. Ich kann ja einfach mal hier ein bisschen auf der Seite hier ablassen. Jetzt geht der hier so runter. Ich zeig's mal. Also wenn ich jetzt schräg stehen würde, kann ich das Gelände damit ausnivellieren. Hier sieht man es eigentlich sehr schön bei den Stützen. Wenn du ihn gerade noch mal hochfährst, komplett. Krass. Eine Luftfederung.
Das heißt, du brauchst dafür keine Hubstützen? Nö. Du kannst die Stützen jetzt noch nacharbeiten. Es kommt ja auf das Hochwasser an. Ne? Wenn du mehr Wasser hast im Wald, dann fährst du einfach das Ding nach oben, schläfst oben, hast natürlich Probleme beim Einsteigen, aber bist halt im Trocknen. Genial. Du kommst natürlich über jeden Stock und jeden Stein. Also Bodenfreiheit pur. Das ist genial und das hast du bei den meisten Anhängern natürlich nicht. Es gibt immer irgendwo ein Alkofahrwerk, was höher gelegt wird, aber du hast da eine Achse. Das heißt, was die Kipp- und Neigung angeht, bist du irgendwo immer begrenzt. Und hier hast du halt den Vorteil, dass du eigentlich grenzenlos fahren kannst. Du kannst hier über einen Baumstumpf fahren und die andere Seite kann unten bleiben. Der hat eine Niveauregulierung, der nivelliert sich automatisch aus, also rechts und links, wenn ich den auf Niveauregulierung habe. Okay, das heißt, du kannst auch unterschiedlich beladen und kannst dann sagen, links und rechts will ich gerne andere. Der Kompressor läuft ja unterwegs während der Fahrt immer mit. Das ist wie beim LKW auch. Das ist LKW-Technik. Ich habe auch gesehen, hinten das ist alles, die Balken da, das ist riesig. Das ist überdimensioniert. Also das ist wirklich dafür da, dass wenn es nicht mehr weitergeht, kannst du mit dem weiter. Und du kannst optional auch hinten noch eine Seilwinde holen, dass wenn du irgendwo reinfährst, dass du dann auch wieder rausgezogen wirst. Kannst du die Solarpanels aufstellen? Geht das? Nee, die sind so, wie die jetzt sind. Du könntest natürlich selber noch was machen. Also, viele machen das ja, rüsten was nach. So, Klo ist auch drin, sehe ich. Natürlich, Klo ist auch drin. Ich lasse den mal ein bisschen runter, dann können wir auch besser rein. Warte, ich zeig mal gerade, wie der jetzt runter geht. Ich würde den mal auf Niveau stellen. Das heißt, dann geht er auf ein Niveau hin. Achso, das kann er ausnivellieren. Ja, klar, jetzt ist er auf Niveau, also nicht runter, sondern einfach Niveauregulierung. Das heißt, je nachdem wie der steht, wird er immer gleich sein. Du hast ja hier an den einzelnen Aufhängungen hast ja hier so Regler drin. Die kannst du auch einstellen, dass es für dein Fahrzeug am besten passt, dass er schön sauber hinterher läuft. Klar, wenn der eine nach oben gedrückt wird, schaltet der ab und der andere geht dann wieder an. Also Stahlrahmen ist drunter, dann hat er einen kompletten Alu-Aufbau. Genau. Rostfrei. Also der Rahmen ist schon aus Stahl unten. Ne? Der Rahmen ist aus Stahl, Edelstahl, logisch. Edelstahl oder verzinkt? Verzinkt. Verzinkt. Okay. So, dann gehe ich mal kurz nach hinten. Nein, der hat diese geniale Öffnung hier hinten, die ich schon bei allen Crawlers gesehen habe. Ich habe gerade mal moderiert die Öffnung, die hinten drin ist. Jetzt sind die... Also zunächst einmal, du hast zwei Eingänge bei dem, rechts und links. Ich bin draußen, bin am Matschen, bin total dreckig, muss aufs Klo. Bin ich hier in der Toilette, bin aber noch nicht im Innenraum. Also ich kann auch sagen, ich sehe aus wie Hund und dann stelle ich mich hier einfach rein und tue erstmal duschen. Oder einfach die Schuhe da reinstellen. Oder ich setze mich hier aufs Klo. Ach, das ist ein Außenklo quasi. Ein Badezimmer mit einem getrennten Eingang. Natürlich kann ich auch noch sagen, meiner Frau Bescheid sagen, die soll einen Kaffee aufsetzen. Kann ich das hier so machen, aber wir kommen gleich mal vom Haupteingang ein und nicht vom Nebeneingang. Das Waschbecken. Nicht, dass hier jemand jetzt sagt, die Tür ist ja links, das ist ja komplett falsch. Wenn du auf der Straße stehen bleibst, dann nimmt Nein, das kann aber sein, du hast jetzt so geparkt, dass die eine Tür zu ist. So, dann kannst du zur anderen Tür raus. Du kannst hier überall raus, Fenster raus, überall. Das ist ein Stopp, Waschbecken nochmal zeigen. Waschbecken, ist noch nicht ausgepackt. Wie gesagt, der ist jetzt erst gekommen. Also nagelneu. Das soll ja auch der Kunde teilweise machen. Natürlich, oder? So ist es eigentlich auch gewollt. Also auch die Folien lassen wir immer drauf auf den. So, da ist ein Tedford-Klo drin. Genau, das kann man dann von hier aus ganz normal entleeren. Wie gesagt, ich empfehle hier jedem einen Bio-Zusatz und nicht, wie heißt man das, ein Zusatz hier von Chemie-Zusatz. So, da vorne ist ein Duschvorhang. Das Ganze ist verrottungsfrei. Das ist fürs Grobe gebaut. Da kannst du mit Hund und Katze und scheißegal was, oder? Mit allem drum und dran und dann auch mit dem Dampfstrahler einmal durchgehen. Also wenn du hier richtig die Sauerei gemacht hast, wieso auch gehst mit dem Hochdruckreiniger rein und das Ding ist sauber. So, die Tür selber ist auch dick. Die ist dicker wie die normalen, das ist halt auch doppelt. Aber hier musst du auch nicht mit Gewicht sparen. Beim zulässigen Gesamtgewicht von 2,7 Tonnen brauchst du hier alles bloß nicht am Gewicht sparen. Ist das hier Show mit den Nieten oder das ist ja schon... Nee, das ist so genietet. Das ist ja die beiden
Platten sind ja zusammengenietet, das ist ja dünnes Alu. Ja. Und es ist ja auch, im Prinzip ist es Leichtbau. Es ist ja ein Riesenteil. Wenn du sowas aus Metall baust, also Alu ist ja auch ein Metall, dann... So, da werden da sind jeweils Buchsen drin. Genau. Ich kenne diese Klappe hier, ich habe keine Ahnung, was dahinter ist. Ich weiß nur, dass mal gleich wenn nämlich Crawler irgendwas baut, was hinten Klappen hat, da ist das meistens so phänomenal, dass man... Also, Warte, ich zeig mal ganz kurz. Dieser Klappe hier. Du hast ja hier so ein kleines Fenster, da sagst du dir im Wohnzimmer immer... Kleines Fenster. So ein kleines Fenster hast du, das kannst du ja aufmachen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, das brauchst du auch zum Lüften. Wenn du Platz brauchst im Wohnzimmer, machst du die ganze Klappe auf und schon hast du schon einen Riesenteil. Ich gehe mal rein und mach die Klappe auf, damit ich jetzt, wenn du nicht nach hinten gehst... Man kann die Tür jetzt noch komplett öffnen, die hat aber einen Anschlag. Da ist er. Da ist die zweite Klappe. Heißt, wenn Sie den nicht mehr brauchen als Caravan, kann man den auch super verwenden als Frittenbude. Genau, jetzt kann ich hier was kochen und kann sagen, ja, was hättest du gern? Ein Bierchen aus dem Kühlschrank. Das ist der Dann mach Kühlschrank. den Kompressorkühlschrank auf Das ist der geil. und tu dir das Bierchen geben. Du musst doch nicht mal einsteigen in das Fahrzeug um Bier oder Ablagefächer, Fächer, Schubladen. Ich kann auch hier noch ein Schloss dran bauen und dann könnte ich das auch noch mal so machen, dass ich hier komplett Privacy habe, also in dem Bereich. Ein Raumbad. Und dann ein Raumbad. Wenn ich natürlich die Klappe aufmache, weil wenn ich mir hier die Hose runterziehe, dann sieht das nicht so schön aus auf dem Campingplatz. Aber das ist ja für die Natur und in der Natur kannst du ja morgens aufstehen und sagen, hallo Natur. Da bin Und ich. hast du da... So, hier oben hast du dann eine Klappe, die zeitgleich auch einen Wetterschutz darstellt. Hier regnet zwar da ein bisschen rein, das Ganze ist auch beleuchtet. Sehr schön. Das Badezimmer, aber Outdoor-Lighting. Hier innen auch nochmal. Ja, da ist jetzt die Leiste. Also du bist jetzt beleuchtet. Ich könnte jetzt was kochen oder auch von außen kommst du an die Küche ran. Du kannst auch von außen die Wasserhähne bedienen. Kommt sogar Wasser raus, guck dir das an. Krass. Krass. Es wird aber sehr kalt nachts. Musst du aufpassen. Der hat einen Frostschutz drin. Ah, im Wasser. Ja, der nicht im Wasser, der ist da am Tank was dran kleben, der schaltet an. Schalt ab. Okay. Schaltet an, ab. Ist also alles So, noch. ich komme zu dir rein. Das hier, ist das Serie? Ja, der kommt so serienmäßig mit diesen Taschen. Du hast also hier viele Möglichkeiten, was reinzulegen. Du kommst hier rein und bist natürlich genauso Crawler bekannt. Warte, ich muss mal gerade hier gucken. Alles mit Dichtungen versehen. Das heißt, das Wasser kann eigentlich nicht reinlaufen, weil du hast eine komplett umlaufende Dichtung. Ja, aber falls da mal Wasser reinkommt, es ist nichts Schlimmes. Spielt keine Rolle. Keine Möbel, die hier irgendwo Angst haben. Das ist so, wie wenn im Motorraum beim Auto Wasser reinläuft. Wenn es rausgelaufen ist, wird es trocken. Du hast hier kein Holz verbaut. Das ist alles Aluminium. Alle Schränke sind natürlich beleuchtet, wie im absoluten Premium. Aber alles irgendwie gedengelt und genietet und man muss es einfach lieben. Kann man sowas bauen eigentlich in Deutschland für das Geld? Ich glaube eher nicht. Also allein wenn man die Nieten reinhauen würde und sich mal so abschätzt, wie viele Nieten hier überhaupt verbaut sind, Flugzeugbau. dann kann man sich überlegen, wie viele Stunden man da bohren würde und nieten würde. Ist der dicht oben? Ja, der ist dicht. Okay. So, ist hier Isolierung jetzt dran an dem Es Fahrzeug? ist nur diese doppelten Wände, also Ja. du hast hier Luft dazwischen, die Ach so, isoliert. da ist schon ein bisschen Isolierung klar, dran. hier ist ja, du bist ja nicht direkt außen. Weil bei den meisten Crawlers bist du ja außen. Ja, du bist da direkt außen, aber hier hast du eine doppelte Wand, dazwischen ist Luft und dann hat der noch die Spritzisolierung von Isolat drauf. So, wir haben den noch nicht gefilmt, den hier. Den hast du noch nicht gefilmt. Ich habe dir immer gesagt, du sollst ihn mal filmen. Das ist ein total geniales Teil. Aber warte mal, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man nochmal die Küche mal komplett sieht. Also da hast du eine Küche, die kannst du aufmachen, musst du aber nicht. Und im Sommer ist das schon genial. Dann würde ich hier vorne dann noch so einen Fliegenschutz davor machen, der irgendwie mit Magnet geht ja nicht. Also du hast ja hier den Fliegenschutz drin, weil man sagt ja, das ist da. der Wohnraum. Das ist der Wohnraum. Das ist der Schlafraum. Den Schlafraum kannst du abtrennen mit dem Fliegenschutz und sagen, da sollen keine Moskitos rein und hier soll die Luft sich Ich gehe bewegen. mal gerade einen Schritt zurück, bleib mal stehen, dass man mal sieht, wie groß der Wohnraum ist.
Ja, aber das Geniale ist die 2 Meter Breite. Die meisten Leute, die sagen, oh, ich will es breit haben. Und dann hast du so viele Einschränkungen, wenn du gerade durch Südfrankreich, durch Spanien, durch Italien fährst. Der ist ja eigentlich dafür gebaut, dass du kleine Ecken, Kanten, Waldwege. Genau, überall kommst du. Aber hier Waldwege, so Äste, das ist Patina, wenn da mal so ein Ast dran vorbeischraubt. Der bricht, der Ast. Der Crawler ist ein bisschen härter. Und wenn es da mal eine Beule gibt, das ist auch nicht schlimm. Irgendwann wird es ein alter Defender. Man muss so einen Crawler einfach nur lieben, weil der so perfekt gemacht ist. Also der ist sowas von, also du kannst auch nicht sagen, dass das irgendwo hier mit den Löchern und irgendwo ein System gibt hier mit den ganzen Nieten. Du hast sie einfach nur vor Augen und sagst, das ist einmalig. Mein Crawler. Genau. So, Fiamma Turbovent, die haben das mittlerweile sogar auch hinbekommen, einen einigermaßen guten Lüfter zu bauen. Nicht nur Maxair, so die da sind. Das ist der Tisch, allein der muss schon patentiert werden, denn der ist auch für die Ewigkeit gebaut. Genau, ich setze mich mal auf die gegenüberliegende Seite, damit man es sehen kann. Doppelsitzgruppe, face to face. Ja, face to face. Und ich kann noch meine Füße hochtun und eine Sechsjähriger könnte hier noch schlafen drauf. Auf dem. Auf so. dem Teil hier. Und hier kann man schlafen, aber ich befürchte, du hast hier nochmal Etagenbetten. Du hast hier ein Etagenbett, klar. Also wir reden über 6 Personen, die hier schlafen könnten. Ja, es kommt 4. 4 auf jeden Fall, keine Frage. 4,5 auch? 4,5, ja. Dazu kommen wir ja auch noch. Du hast natürlich hier eine gute Durchlüftung. Ja, das ist das bekannte Crawler-Prinzip. Also wir können ja mal hier auf der Elektrik gucken. Ich habe noch 35,2 Stunden Zeit, hier Licht und Strom zu verbrauchen. Ladestrom von der Batterie. Man sieht ja auch, was man dann hier noch also alle Lichter funktionieren bis auf Badrum, weil dann auch der Lüfter mit angeht. Dann hast du hier den Dimmer. Da kannst du noch mal einstellen, wie es haben möchtest. Wasser. Hier hast du die Wasserheizung, Frost Protection. Die heizt dann den Tank. Hier hast du Wasserpumpe, die du dann anschaltest, geht auch an, müsst ihr auch gleich wieder ausschalten, es sei denn, es ist kein Wasser drin. Ich sehe ja kein Wasser im Hahn drin. Und natürlich die Truma und Duo Control. Gut, du hast ja so viel Gas hier drin, das ist schon der Hammer. Das heißt, du kannst ja gar nicht leer gehen, du brauchst keine Dieselheizung hier. Ja, Gas brauchst du schon, weil natürlich Heizung... Du musst natürlich ein bisschen mehr heizen. Du hast zwar hier Doppelverglasung. Du hast aber den Vorteil, dass du auch 4 Flaschen mitnehmen kannst oder 6. Das geht hier bei dem hier. Ja, meinst du wirklich? Ja, muss ein bisschen aufpassen mit dem Gewicht vorne auf der Deichsel. Das passt schon. Also das Zugfahrzeug hält das auf jeden Fall aus, weil die Zugfahrzeuge, die da genommen werden, sind dementsprechend. Stützlast. Natürlich. Man kann ja auch hinten 2 reinmachen, vorne 2, dann passt es wieder. Sag mal, das Ganze... Da werden die Leute wieder schreien, 80.000 Euro, das sind ja 160.000 Mark. Dafür hast du aber einen 2 Meter breiten, wirklich Offroad-Caravan. 8 Milliarden türkische Lira, die, keine Ahnung, was er kostet in der Türkei. Weiß ich auch nicht, aber man muss ja auch die Steuer rechnen, man muss den Transport rechnen, man muss ja auch den Importeur berechnen. Es ist halt alles so eine Sache, ne? Aber ich krieg dann wirklich was ganz Einmaliges für Leute, die absolut individuell reisen wollen und sagen, damit kann ich nach Marokko fahren, oder? Es gibt kaum eine Ecke auf der Welt, wo du damit nicht durchkommst. Es ist wirklich nur 2 Meter Breite, Doppelachser, Einzelradaufhängung. Du hast eine Bodenfreiheit von... Janusz, leg dich mal kurz hin. Das war, bevor du Schnappatmung kriegst. Oh ja. Denn das sind hier die Kinderbetten, das ist eigentlich nicht das Kinderbett. Da passen aber auch Erwachsene drauf. Ja, klar, also auf Pritschen schlafen. Ich meine, wenn man Jäger ist und Zelt gewohnt ist und sagt, ich bin in so einem Luxushotel, es hängt immer davon ab, von wo man kommt. Also wenn man sagt, ich habe in einer Hütte geschlafen und dann schläft man im Crawler, dann sagt man sich, das ist gigantisch. So, und wenn man hat das, ja auch Luft, man hat... was ich toll finde, wenn du es nicht mehr brauchst, klappst es nach unten, da ist das die Rückenlehne. Bitte nochmal machen. Das war das. Vorher mache ich noch eine Sache, das ist auch wichtig, da sagt man sich, da schläft das Kind da oben. Leiter. Und was ist dann? Nein, das ist keine Leiter. Schutz. Kinder können klettern, also ich glaube nicht, dass da ein Kind hier nicht hochkommt. Das ist nur Unterfallschutz.
damit hier keiner mehr... Aus Alu. Aus Alu natürlich. Gott. Jetzt sagt man sich auch noch hier unter den Sitzpolstern habe ich ja bestimmt noch Platz. Ja, das ist kein herkömmlicher Wohnwagen. Da ist der Radkasten. Deswegen haben ja die kleinen Wohnwagen nur so 13 Zöller drin. Und der hat ja 2 gigantische Räder drunter. Hier hat man keinen Platz mehr. Das ist alles nur... Der Tank, wo sitzt der? Wasser? Wassertank, der sitzt unter dir. Also hinten in der Schräge. Da drunter. Das Volumen vom Wasser, was hat der? 100... Siehst du, das habe ich jetzt total... Über 100. Über 100. Über 100. So, zeig mal bitte, was unter dem Teppich ist gleich mal, wenn du fertig bist. Aluminium. Zeig mal bitte. Das heißt, die Teppich kann ich rausnehmen, kann da... Das ist nur noch Aluminium, das ist jetzt nur noch so eine Folie. Du machst den raus, wäscht das Teil aus, kannst auch Löcher reinbohren, damit das Wasser abfließt. Das ist jedem selber überlassen. Man kann also hier vieles machen. Und Schlafzimmer. Schlafzimmer. Warte mal ganz kurz. Da oben haben wir schon aufgemacht. Ja. Sonst machen wir auf. Dann, dass wir mal reingucken können. Es gibt Leute, die tun dann einen Backofen rein, die tun dort Mikrowelle. eine Mikrowelle rein. Also brauchst auch Landstrom, man kann auch den mit einer Klimaanlage bestellen. Wollen die meisten nicht, die sagen sich, der Lüfter reicht mir außerdem. Da unten sind Schubladen für Unterwäsche. Hier hast du Schubladen. komplette Schränke für Mama, für Papa. Mach mal auf, bitte, hier, auf der Seite. Also den für Mama. Das ist Mama. Ja, Hat einen genau. Schrank. Wobei das wäre Papa, die Mama hat ja lange Kleider. So, nicht so schnell, Janosch. Du bist immer so schnell. Die Leute wollen ja genau wissen, wie tief das ist, wenn du mal mit der Hand reinfährst. Gerade mal da, also kommst kaum nach hinten. Ja, genau. Und dementsprechend hat man dann hier unten noch eine Schublade. Sehr schön. Und dann hat man hier noch einen kleinen Schuhschrank. Ach, der ist hier angewinkelt. Ja, wegen den Damit du den großen Platz nutzen Radkästen. kannst. Ja, die großen Radkästen. Das ist hier alles Radkasten, was hier drunter Das ist. ist ein riesen Radkasten. Und du hast ja nur du hast aber jede Menge auch Außenstaufächer. Da haben wir ja eben alles gesehen. 12 Vollsteckdosen. Genau. Dann haben die das Ganze hier mal eben fest genietet So, mit nochmal. 1, 2, 4, mit 10 Nieten. Das ist schon gut gemacht. Also für die Ewigkeit. Und wenn du noch mal hier reinleuchtest in diesen Schrank, Ja. habe ich eben ganz vergessen. Es gibt ja noch so einen Luxus, muss man hinter die Kamera, das ist auch noch ein Lichtschalter. Beleuchtet. Beleuchtet, genauso wie in Boah. absoluten Premium-Modellen. Die haben's ja- alles hier, man sieht alles eigentlich leicht. Es ist super mega leicht. Das sind Schranktüren. Aber auch hier vorne die ganzen Leisten, alles mehrfach vernietet. Dann der große Kleiderschrank. Auch hier Schubladen drunter. Die sind nicht mehr beleuchtet, die Schubladen. Die vorderen sind beleuchtet. Ja, wenn er jetzt noch einen Mover hätte. Aber da werden jetzt Leute lachen, es geht nicht, oder? Bei dem. Es geht, man kann den mit Mover bestellen, aber das Problem ist, dann wird die Geländetauglichkeit kastriert, Eingeschränkt. weil dann hängt der unten und du bleibst überall damit hängen. Also hier muss man schon richtig... Aber wenn einer sagt, ich will den eigentlich so als Streichelzoo verwenden, dann kann er den mit Mover haben. Er kann den mit Mover bestellen, auch wenn ich ihm davon stark abraten möchte. Aber es geht. Es geht alles. So, wenn du dich genau hier vorne noch mal nochmal. ein paar Schubladen. So, Heizungsausströmer. Heizungsausströmer. Unten noch eine Schublade, die braucht hier nicht einzubringen. So, und jetzt kommt Auf das das große Model Ja, Janosch. also man schläft hier nicht längs, wie ich es jetzt mache. Es ist halt nur die Sichtbarkeit. Du hast hier nochmal Lüftungsausströme. Also kalt wird es dir hier nicht. Du machst das Ding hier zu, beheizt nur den Raum. Den anderen brauchst du ja nicht unbedingt mitzuheizen, wenn jetzt die Kinder nicht dabei sind. Du kannst komplett zumachen, gell? Du kannst den hier zumachen. Du kannst natürlich auch alles hier verdunkeln. Hast Rollos, hast Schränke, hast einen Tresor für deine Wertsachen. Da oben. Genau. Nochmal richtig ein Tresor drin. Übrigens, alle Schränke lassen sich mit den selben Schlüssel wie auch die Außenschränke absperren. Also wenn die Kinder irgendwo nicht ran dürfen, man kriegt jeden Schrank abgeschlossen. Also auch die Küchenschränke, Der Waffenschrank für den Jäger. Waffenschrank, genau. Es gibt den mit Gewehrhalter. Mit Gewehrhalter? Angelroutenhalter, genau. Cool. Aber die Zielgruppe hier ist ja schon, das ist ja ein Familienwohnwagen. Oder für den Jäger, der sagt, hier, ich bin mal 4, 6 Wochen, habe da meine Unterkunft, könnte auch ein toller für einen Bauleiter sein, zum Beispiel, der, ich sag mal, auf der Autobahn A1 GmbH oder sowas. Für alle möglichen Zielgruppen, das muss jeder für sich selbst herausfinden, ob das was für ihn ist.
klar, es kann ja auch sein, dass man nur einfach mal durch Marokko fahren möchte und sagt, ich möchte einfach mal die Welt erkunden oder nach Norwegen oder nach Schottland in die Highlands. Und das sind dann alles so Pläne, die man dann so, da muss man den passenden Wohnwagen für haben. Und der ist nicht breit. Also hier hat man wirklich keine Probleme, irgendwo durchzukommen mit 2 Metern. Trotzdem habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich ultra beengt bin. Klar, 80.000 Euro, das muss man dann wissen, aber du kriegst auch was ganz Außergewöhnliches. Die bauen da ja auch keine 10.000 im Jahr, oder? Nein. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr 4 Stück verkauft. Von dem hier? Von dem hier. Dieses Jahr ist das der erste, den wir verkauft haben. Aber es gibt ja einen Markt dafür und es ist ja, wir sind ja in der Marktwirtschaft. Wenn jemand sowas kaufen will, dann kann er es jetzt kaufen. Natürlich. Und guck mal, dieses Jahr wird es ein bisschen mehr. Es waren auch letztes Jahr Lieferengpässe. Und das wäre dann hier, könntest du dann, sagst du, kannst du einen Anschlag machen? Wenn man diesen Klotz hier wegmacht und könnte man hier ein Türschloss dran machen, theoretisch alles. Aber das ist ein Gummianschlag. Ja, genau. Brauchen wir aber nicht, weil du kannst doch einfach die Tür zumachen, dann ist auch gut. Ja, man kann auch das Schlafzimmer extra abdunkeln. Und man kann sagen, okay, ich bleibe mal im Schlafzimmer. Ich möchte es dort dunkel haben, ich möchte dort übernachten oder die Kinder können dann hier spielen, toben, machen, Bälle werfen nach außen und es ist ja schön, alles schön breit. Okay, so komm, wir machen den nochmal auf. Da wäre dann der Zugang zum Klo, das haben wir ja schon eben von außen gesehen. Nochmal unser Waschbecken, Handtuchhalter und viel Platz für die Füße. Janosch, setz dich mal gerade aufs Klo. Ich will mal gerade sehen, wo deine Füße, die musst du wahrscheinlich da oben drauf stellen, gell? Sagen wir mal so, Sven, das ist kein Klo. Das ist ein Thron. So nennt man Thron. Ja genau, man nennt das ja Thron. Ich setze mich hier oben auf meinen Thron. Man sieht ja auch hier, das ist ja der Böschungswinkel hinten. Ja. Deswegen kann ich mich ja nicht auf den Boden setzen, sondern ich sitze hier oben am Thron. Geil, du hast einen Thron. Genau. König Janosch. Und ich kann mir dabei noch die Haare waschen, weil ich habe 2 Duschköpfe hier drin. So später mal im Alter, wenn wir alle mal, wir 2 53-Jährigen. Ich mach mal hier auf, damit man dann ein bisschen frische Luft reinbekommt. Das ist natürlich auch geil. Wenn man in der Wildnis ist und dort sein Geschäft vollrichtet. Man hat zwar hier einen Ventilator drin, aber man kann ja hier einfach einen Durchzug machen. Und wenn man alleine irgendwo ist, dann stört es ja auch keinen. Auf dem Thron. Auf dem Thron. So, Ablauf. Auch da brauchst du keine 2, weil das ist eh egal. Ja, das ist ja das geniale Einfache. Du siehst ja auch hier die ganzen Nieten überall. Und es muss man einfach lieben. Ja. Es ist irgendwo, muss man so ein Teil lieben. Das ist diese Unvollkommenheit. Wir haben ja vollkommene Wohnwagen im Angebot. Das ist Polar. Da kann man gucken, ja, guck mal, die Leiste, die ist an der. Das ist wie ein kleiner Hund, der nur ein Auge hat. Da ist das ein bisschen schief und dann, oh Gott. Und hier sagt man sich, was? Siehst du, hier, passt. Gummidichtung ist wieder drin, Fahrzeug ist wieder dicht. Also das hier, wir sprechen nicht über Camping, wir reden eigentlich über Nutzfahrzeuge, die dafür gebaut sind, ewig zu halten. Wiederverkaufswert, habt ihr da schon Erfahrungen? So mal, dass einer sagt, sind unheimlich gesucht, die fragen immer, habt ihr sowas Es kann ja sein, ich kaufe den jetzt und habe mich verkauft. Also ich sage, der war mir zu groß, zu klein, ich will einen anderen haben. So, kriege ich den nochmal los? In jedem Falle. Okay. Also es gibt... Aber nicht direkt mit 100% Wertverlust oder so? Nein, die sind sehr, sehr begehrt. Also diese Crawler, jeder sucht den gebraucht. Gibt es auch noch nicht Lieferzeit so von denen, wenn du einen neuen bestellst, komplett neu? 3 Monate etwa. Ich habe noch immer welche im Vorlauf. Genau. Vorlauf. So, dann bitte noch einmal hier unten aufmachen, die Fächer da, wo wir gerade da stehen. Beleuchteten Fächer. Ja, die beleuchteten. Siehst du, da ist Ersatzaufkleber. Hier ist Ersatzschlüssel. Okay. Zwar passt jeder auf jeden, aber da es so viele gibt es zu jedem 2. Du kannst auch mal einen verlieren. Es sind noch 100 andere da. Ein paar Bedienungsanleitungen, das Übliche halt. Ich kann die aber auch zumachen, ich muss nicht abschließen. Die sind dann auch verriegelt, gell? Du drehst einfach so um, dann das war's. Also du musst sie halt zumachen, weil wenn du jetzt bremsen würdest... Du kannst sie aber abschließen. Aber so im Tagesbetrieb auflassen, einfach ziehen. Genau, hier hast du nochmal eine Klappe. Okay. Dann kannst du da auch und da ist der Tank hier, gell? Da drunter. Ja, da ist auch der Böschungswinkel, ja. Okay, das heißt, der geht so hier. Und der Frischwassertank. Cool. Ja, da mal runter gucken, da siehst du den Edelstahltank unten. So, und da ist ja der Wasserbefüllteil. Da ist der Tank. Da klebt unten ein Teil. Da ist auch der Ablauf. Das Ganze ist auch sehr, sehr easy gemacht.
Dann hast du oben eine Thule Omnistor drauf, eine fette. Ja. Die kannst du auch abstützen hier an dem Teil. Genau, da kannst du die Stützen dran machen und dann hängt sie halt schön draußen. Aber du hast ja auch so schon Flächen. Sobald du irgendwo ankommst, kannst du ja hier die Klappe aufmachen. Ich kann mich ja auch hier drunter setzen. Da habe ich ja meine Außenküche. Ich kann dann halt hier auch die Würstchen reinschmeißen. Die Würstchen. Genau, die ich da am Brutzeln bin, auf dem Grill. So. Und dann hast du ja hier nochmal. Ach so, du kannst den Fischer nach außen. Ja, ein bisschen. So ein Ticken. So eine kleine Theke kannst du daraus Ja, machen. du kannst ihn auch so drehen. Ja, und dann, ah ne, das war's. So. Man Also könnte doch den ein auch noch Bierwagen. bauen. Man kann hier einiges machen. Also man wird das auch, keiner lässt den so, wie der jetzt hier ist. Also jeder individualisiert den nach eigenem Geschmack. Also wenn man hier irgendwas drin haben möchte, einen Tellerhalter, bohrt man ein Loch rein und das war's. Und damit ist für jeden sein Spaß. So, Janosch, wir sind bei Müller EK, einem Fahrzeughändler aus Königswinter. Euch gibt es schon ewig. Ja, Ihr es seid gibt seit 70 Jahren mittlerweile. seit 70 Jahren in, ich glaube, 9. Generation. Du selbst bist bisher seit 22 Jahren dabei. Genau, ich bin seit 22 Jahren erst dabei. Also, So, aber es müssen ja noch ein paar Jahre werden bis zu meiner Rente. der Chef ist Camper, du auch mittlerweile? Ja, ich bin schon länger Camper, ich bin über 20 Jahre campe ich. Mein Chef ist später dazugekommen. Den habe ich infiziert. Und der hat es dann irgendwann mal übernommen und irgendwann mal verstanden, was Camping eigentlich bedeutet. Also Facetten von allen möglichen. So. Und auch für jeden Topf gibt es einen Deckel. Und ich denke, das ist ein Deckel, der passt auf einen großen Topf. Cool. Namen nochmal von dem? Das ist der Batu 535 von Crawler. Batu 535, Modell Jahr 2023. Vielen Dank fürs Einschalten. Deine Rufnummer hier 0. Einfach auf müllermotors.de gehen und Ansonsten einfach nur eingeben Müller Motors in Königswinter. nicht nur Müller Motors, dann sind Nur wir auch Müller schon Motors. ganz vorne oder Crawler Müller oder irgendwas. Aber ihr seid ja in Königswinter. ja, So. aber die Telefonnummer schreibt keiner bei dir im Video auf, oder? Kann man die hier gucken eigentlich? Ja, klar. Okay. Ja, es gibt Leute, die spulen das so lange zurück, bis sie die Telefonnummer mitgeschrieben haben. Ansonsten googelt einfach Müller Motors in Königswinter. Mach mal, Katrin, die Tür nochmal zu fürs letzte Foto. Bitte. Ja, die Badezimmertür. So, und jetzt, wenn du mal die eine Hand an das Fahrzeug hältst, auf der Ecke hinten, so ist das gut. Einmal der schönste Wohnwagen der Welt aus der Türkei für 79,9 und der schönste Mann von Königswinter, Der Janosch. der Janosch. Tschüss.